Ja, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Das letzte Video, was ihr gesehen habt, ist von meiner Bosnia Rallye gewesen. Ihr wisst ja, ich bin im Anfang August zurückgekommen aus meinem Urlaub und habe da angekündigt, dass ich nochmal ein ausführliches Reifenvideo machen möchte. Und zwar, nachdem ich die Reifen auch tatsächlich lange getestet habe und dementsprechend auch was dazu sagen kann. Ihr wisst, es geht heute primär um den Bridgestone Badlex AX41. In den üblichen Dimensionen für die Himalayan, Hinterreifen 120 90 17 und Vorderreifen 90 90 21. Die Laufleistung der Reifen, wie ihr sie jetzt hier seht, ist 12.000 Kilometer für den Vorderradreifen und 6.500 für den Hinterradreifen. Damit ist es so ziemlich genau das, was ich schon vor einiger Zeit prognostiziert habe. Der Hinterreifen für die Himalayan läuft locker 8.000 Kilometer und der vordere 12.000. Allerdings ist der vordere wirklich auch durch nach 12.000 Kilometern. Wie ihr hier am Tragbild sehen könnt, ist der Badlex vorne wirklich, hat der deutliche Tragspuren. Ja, also die Reifenflanken sind wirklich noch in Ordnung. Die sehen noch ganz gut aus. Allerdings hier vorne auf diesen kleinen Profilstücken habt ihr deutliche Sägezähne. Was allerdings der Fahrbarkeit des Reifens keinen Abbruch tut. Also erstaunlich ist es wirklich, dass der Reifen selbst nach der langen Laufzeit ohne Probleme auch noch auf der Straße zu fahren ist. Natürlich würde ich jetzt mit dem Vorderradreifen jetzt hier nicht mehr unbedingt Offroad großartig durch die Gegend fahren. Also 12.000 ist wirklich, glaube ich, so die Grenze erreicht. Ich finde, das ist eine ordentliche Laufleistung für einen Reifen, der so weich ist und so eine gute Performance hat. Vor allen Dingen auf der Straße. Was wirklich auch erstaunlich ist, oder was heißt erstaunlich, auf jeden Fall positiv zu erwähnen, ist der Hinterradreifen. Ihr seht, der hat jetzt hier 6.500 Kilometer runter. Und davon sind wirklich 2.000 Kilometer hartes Offroad. Ich bin mit dem Reifen jetzt nicht nur die Bosnia Rallye gefahren mit ungefähr 1500 Kilometer, also extrem harter Schotter, starke Steine, harte Steine, die auch wirklich reißen, Gepäck und natürlich auch noch ein Großteil des Trans-Euro Trails in Bosnien, Kroatien und auch noch ein Teil in Slowenien. Dann natürlich noch die ganze Strecke zurückgefahren. Als ich dann zu Hause angekommen bin, bin ich mit dem Ding noch ungefähr 1000 Kilometer gefahren. Der Reifen war ja ganz neu, als ich nach Bosnien gefahren bin. Und bin dann hier in Deutschland zurück nochmal ungefähr 1000 Kilometer Straße gefahren. Und man sieht, der Reifen ist wirklich auf den Flanken immer noch sehr schön glatt, ließ sich also problemlos auf der Straße noch fahren. Und das Profil, sage ich mal, hat jetzt im Moment hier noch ungefähr 3,5, 4 Millimeter in der Mitte, an den seitlichen Blöcken deutlich mehr. Also der Reifen läuft hinten locker noch seine bis zu 8000 Kilometern. Man kann mit dem sogar hier auch noch Offroad fahren, jetzt hier nach der Laufleistung. Allerdings habe ich die Reifen jetzt runtergeschmissen, weil ich jetzt den nächsten Satz teste. So viel also zum Thema Verschleiß und Laufleistung, was wirklich sehr akzeptabel ist. Also letzten Endes ist der Reifen damit wirklich auch für eine Fernreise geeignet, vor allen Dingen auf der Himalayan. Wenn ihr natürlich den Reifen auf ein leistungsstärkeres Motorrad aufzieht, eine Tenere zum Beispiel, klar wird der AX41 nicht so lange halten, ganz klar, weil das Ding einfach mehr Leistung hat und mehr Gewicht. Wichtig bei den Reifen ist natürlich der korrekte Luftdruck. Fahrt ihr auf einer Fernreise, Autobahn mit Gepäck, dann immer den maximalen Luftdruck drauf machen, 2,4 Bar hinten und 1,9 Bar vorne. Im Gelände kann man trotz Gepäck deutlich runtergehen. Also Schotter, viel wichtiger ist allerdings Geröll, Steine, durchaus den Reifen hinten auf 1,6 Bar absenken. Ihr könnt auch auf 1,5 gehen, ist auch kein Problem. Vorne 1,5 ist auch überhaupt kein Problem. Natürlich nicht zu schnell über spitze Steine fahren, damit ihr keinen Platten bekommt. Ich habe allerdings während der Bosnia Rallye keinen Platten gehabt. Es liegt aber auch daran, dass ich nicht wie so ein Blöder über die Steine rüber geheizt bin. Weil einen Reifen zu wechseln unterwegs ist echt ein Albtraum und das will man natürlich vermeiden. Und muss man natürlich dann auch nicht so schnell über die spitzen Steine rüber kacheln, von denen es in Bosnien reichlich gibt. Die Reifen sind so stabil, dass es kein Problem ist, den Luftdruck runterzunehmen. Natürlich, wenn man dann wieder über Autobahn fährt, längere Strecken, macht es natürlich schon durchaus Sinn, den Luftdruck wieder hochzuschrauben,
Man darf natürlich aber auch nicht vergessen, wenn der Reifen warm wird, erhöht sich sowieso der Luftdruck durch die Hitzeentwicklung. Ist also jetzt auch nicht so dramatisch, wenn ihr mal mit so niedrigem Luftdruck auf der Autobahn fahrt. Wie gesagt, 1,6 Bar hinten, 1,5 Bar, so in dem Dreh, vorne, hinten ist überhaupt kein Thema und solltet ihr tatsächlich auch tun. Weil nur aus Angst vor einem Plattfuß den Luftdruck viel zu hoch zu lassen, ist ein riesen Nachteil. Weil gerade im Gelände, wo ihr viele Steine habt, Geröll habt, Felsbrocken habt, ist es ein Riesenunterschied, wenn ihr wenig Luftdruck habt. Die Traktion von dem ganzen Motorrad ist absolut entscheidend. Wenn ihr zu viel Luftdruck habt, springt der Reifen, er springt vorne, er springt hinten und das macht keinen Spaß und ihr habt auch das Risiko, dass ihr einfach viel schneller stürzt, weil der Reifen einfach keine Traktion bietet. Und es kann auch sein, dass ihr manche Berge damit nicht hochkommt. Dicke Steine, Geröll oder vielleicht im Sand, im Schlamm ist es einfach wichtig, dass der Luftdruck abgesenkt wird. Ja, und es ist keine gute Idee, einfach aus Angst zu sagen, ich lasse einfach die Luft so, wie sie ist. Ja, dann kommen wir doch mal zu den Einzeldisziplinen. Also was kann der Bridgestone besonders gut? Also überragend, wirklich überragend ist der Reifen auf der Straße. Also ehrlich gesagt, nach den Kilometern, die ich mit dem gefahren bin, und ich hatte ja bereits schon mal einen AX41 drauf, den ich dann auch nach 6.000 getauscht habe, weil ich dann irgendwie für meine nächste Tour, also die Bosnien-Tour, einen neuen Hinterradreifen wollte, kann ich wirklich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen besseren 50-50 Reifen gibt für die Straße als den AX41. Trotz 50-50 Profil hat dieser Reifen durch die Blockgebung, also die Form der Profilblöcke, ein unglaubliches Vertrauen. Der Reifen ist von der Kontur sehr rund. Das kann man natürlich jetzt hier nicht mehr so richtig sehen, weil das natürlich ein abgefahrener Reifen ist, der vorne platt ist. Aber der Vergleich zu einem neuen AX41 zeigt ganz eindeutig, dass die Kontur des Reifens insgesamt extrem rund ist. Was es ermöglicht, einfach hohe Schräglagen zu fahren, die Maschine sehr agil ist und durch die Kurven feilt wie kein anderer Reifen. Die Straßenperformance ist wirklich hervorragend. Also ihr könnt mit dem Reifen richtig abwinkeln und ich sag mal, wenn ihr irgendwie mit mehreren Leuten unterwegs seid und die haben keinen AX41, sondern vielleicht irgendeinen anderen Stornreifen, fahrt ihr denen davon mit dem Reifen. Bei Nässe ist der Reifen auch gut, also er hat ein angenehmes Fahrgefühl. Ich bin den Reifen auch den Winter durchgefahren und auch im Regen, also kann jetzt auch dazu was sagen, wie der Reifen sich da verhält. Neutral gut. Was ich euch allerdings raten kann, grundsätzlich im Winter den Luftdruck von den Reifen runterzunehmen. Also ich fahre den Reifen im Winter, das mache ich aber eigentlich mit jedem Reifen, hinten vielleicht mit 1,5, 1,6 Bar, vorne auch 1,5 Bar. Weil die Temperatur des Reifens ist einmal höher durch mehr Walkarbeit und ihr habt eine höhere Aufstandsfläche des Reifens, was euch einfach ein sicheres Fahrgefühl vermittelt bei Kälte, bei Schnee und bei Regen. Ne, also es macht immer Sinn im Winter, wenn ihr damit zur Arbeit fahrt, den Luftdruck runterzunehmen. Ist auf jeden Fall hilfreich. So, kommen wir mal zum nächsten Thema. Straßenperformance natürlich nicht, sondern Gelände. Natürlich kauft man sich keinen, ich sag mal 50-50 Geländereifen, wenn man damit nur auf der Straße fahren will. Es gibt vielleicht Straßenreifen, Slicks, die eventuell auf der Straße noch ein bisschen besser sind. Weiß ich nicht, kann es mir allerdings schlecht vorstellen, weil dieser Reifen ist wirklich grandios auf der Straße. Nichtsdestotrotz ist er wirklich auch sehr gut im Gelände, wie man auch von einem 50-50 Reifen prinzipiell erwarten kann. Er ist sehr neutral auf Schotter natürlich, gut, aber Schotter kann man auch mit dem Slick fahren, notfalls, das ist jetzt kein Maßstab. Aber Geröll, wie zum Beispiel in Bosnien, mit so dicken Steinen, mit sehr losem Untergrund, wo man Hänge hochfährt mit Felsbrocken, da ist der Reifen sehr angenehm zu fahren, vorausgesetzt, ihr habt natürlich den Luftdruck entsprechend angepasst. Ihr kommt damit eigentlich überall hoch. Also ich hatte keine einzige Situation in den Bergen, mit Gepäck, ohne Gepäck, dass ich einmal gesagt habe, okay, ich habe jetzt keine Traktion. Also ihr kommt überall hoch, ohne Probleme. Bergab auch kein Thema. Im Sand ist es so, dass ich den Reifen ja auch auf dem TED in Holland gefahren bin, letztes Jahr schon.
Und auch da hat der Reifen wirklich gut funktioniert. Er hat im Sand durchaus vernünftig gearbeitet, vorausgesetzt natürlich der Luftdruck ist unten. Allerdings im Sand gibt es vielleicht auch bessere Reifen, da kommen wir dann gleich noch dazu, aber er ist durchaus gut zu gebrauchen unter sandigen Bedingungen. Was man sagen muss, was der Reifen nicht so sehr mag, und das habe ich auch in Bosnien festgestellt, wenn es geregnet hat und ihr habt Spurrillen und ihr habt matschigen Boden, Sandboden oder auch Gras oder Rasen. Das mag der Reifen nicht, definitiv nicht. Also vor allen Dingen Spurrillen, die im nassen Boden sind, da passiert es eben, dass der Reifen auch durch die runde Flanke, die auf der Straße ein Vorteil ist, aber wenn ihr enge Spurrillen fahrt oder ihr habt losen Untergrund an der Seite, dann sind diese runden Flanken da ein Nachteil. Bedeutet, ihr müsst wirklich langsam fahren in schmalen Spurrillen und vor allen Dingen, wenn es nass ist. Also mit der Nässe-Performance im schlammigen Waldboden bin ich nicht zufrieden. Ich bin in Slowenien auch auf dem TED gewesen und da war irgendwie durch den Wald so ein Abschnitt, da ging es steil bergauf. Und ich hatte einfach nicht das Vertrauen zu sagen, ja, ich fahre jetzt da weiter, weil mir das Risiko nachher zu groß war, dort vielleicht wegzurutschen und vielleicht auch nicht mehr umdrehen zu können. Also da muss man wirklich sagen, die Performance auf Schlammboden ist verbesserungswürdig. Und da kommen natürlich dann wieder andere Reifen in Betracht, die das dann wirklich besser können. Aber wenn ich das mal außen vor lasse, ist die Performance des Reifens im Gelände wirklich sehr gut. Und wie gesagt, auf der Straße überragend. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es da was großartig Besseres in dem Segment gibt. Ja, das so viel zu meinen Erfahrungen zum Bettlex. Wirklich ein super Reifen. Ich habe den jetzt runtergeschmissen nach meiner Bosnien-Tour. Habe den noch 1000 Kilometer gefahren, so im Alltag, und habe mir dann den Mitas E09 Dakar Version, also die Dakar-Version, aufgezogen. Und zwar vor allen Dingen, weil ich danach nochmal auf den TED Holland gefahren bin und wollte da mit einem frischen Satz Reifen antreten an den Start. Das war im September. Und habe jetzt den Mitas 1100 Kilometer gefahren. Und das ist wirklich ein Reifen, der mich in vielerlei Hinsicht überrascht hat. Ich habe den aufgezogen und bin damit auf der Straße gefahren. Natürlich ist er nicht so gut wie der AX41 auf der Straße, aber man muss sagen, nach einer gewissen Einfahrzeit, das hat relativ lange gedauert, ich sage mal so 40, 50 Kilometer, hat er sich wirklich gut angefühlt und ist tatsächlich gut händelbar. Man hat ein sicheres Gefühl auf der Straße und man kann ganz normal damit im Alltag fahren, ohne Angst zu haben, dass man über diese zugegeben relativ breiten Noppen stürzt, also über die Seite wegrutscht, hat überhaupt nicht den Eindruck hinterlassen, dass man damit ein Problem bekommt. Auch im Regen, also ich bin jetzt ein paar Mal damit auch, ja, ich fahre damit ja im Alltag auch zur Arbeit und es hat natürlich einige Male geregnet und ich habe durchaus kein unsicheres Fahrgefühl mit dem Reifen, das muss ich sagen. Bis jetzt bin ich damit zufrieden. Was man sagen kann, und das habe ich im Gelände festgestellt, ich bin den TED ja gefahren im September nochmal mit dem neuen Reifensatz. Und was wirklich ein riesiger Unterschied ist, ist die Traktion in der Kurve. Der Bridgestone funktioniert wirklich gut, aber wenn man den Mitas fährt, ist es tatsächlich so, dass die Seitenführung des Reifens im Schotter, also wenn man um eine Kurve rumfährt, wesentlich besser ist. Man hat ein etwas besseres Gefühl oder ein wesentlich besseres Gefühl, wenn man im Schotter um Kurven fährt, weil die Reifen an den Seiten einfach diese fetten Noppen haben, die sich in die Flanken, ne, in die Flanken des Weges oder des Pfades, wo auch immer ihr seid, krallen. Und das ist wirklich ein super Gefühl. Auch im Sand ist es so, dass der Reifen einfach ein besseres Fahrgefühl vermittelt als der Bridgestone. Allerdings habe ich mich auch gefragt, ob der Vergleich so fair ist, weil letztes Jahr, als ich auf dem TED war mit dem Bridgestone, habe ich erstmal das fette Koffersystem dabei gehabt. Zweitens, ich habe wirklich nicht viel Ahnung gehabt vom Offroad-Fahren. Also ich war natürlich vom Level her, also von meinen Skills her, ich sag mal deutlich schlechter, als es vielleicht jetzt der Fall ist, weil ich habe natürlich eine Menge gelernt. Vor allen Dingen auch während der Bosnia Rallye habe ich sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit gelernt oder lernen müssen und bin jetzt deutlich sicherer. Und habe insgesamt einfach auch mehr Erfahrung, was das Ganze anbetrifft. Das würde die Sache natürlich etwas verzerren, aber trotzdem glaube ich schon, dass in den Passagen, wo ich über Tiefsand gefahren bin in Holland,
dass ich ein besseres Gefühl hatte und vor allen Dingen der Vorderradreifen ist einfach etwas neutraler und läuft nicht so sehr Spurrillen nach. Also man hat deutlich auch das Gefühl mit dem Mitas, dass in engen Spurrillen, die ja in Holland durchaus auch ein Problem sein können, dass ihr da weniger Gefahr lauft, dass euch der Lenker aus der Hand schlägt, weil der Vorderradreifen einfach etwas besser die Spur hält im harten Gelände. Das sind jetzt meine ersten Eindrücke. Ich gehe mal auch davon aus, dass der Reifen relativ lange hält. Wir werden es sehen. Ich werde den Reifen komplett platt fahren und dann werde ich mich nächstes Jahr entscheiden, welchen Reifen ich für die nächste Reise, die ich plane, allerdings weiß ich immer noch nicht genau, wo es hingehen soll, welchen ich dann aussuche und auf die Maschine ziehe. Aber bis jetzt bin ich mit dem Mitas echt wirklich überrascht. Der große Nachteil des Mitas ist natürlich, dass er eigentlich brutalst schwierig aufzuziehen ist. Ich sage mal so, meinem Reifenhändler, der hat fast einen Nervenzusammenbruch bekommen und hat da richtig lange gebraucht, um dieses knochenharte Teil aufzuziehen. Und man kann natürlich immer nur hoffen, dass man keinen Platten bekommt mit dem Ding. Aber ich sage mal, der Dakar-Reifen ist so steif von der Karkasse, wahrscheinlich kann man damit auch ziemlich lange ohne Schlauch fahren. Wie auch immer, ich halte euch auf dem Laufenden, wie es jetzt weitergeht. Kurz nochmal, die Maschine hat jetzt aktuell 16.500 Kilometer runter. Ich bin also seit meinem letzten Review-Video, das ja bei 8.000 Kilometer war, nochmal die doppelte Distanz gefahren. Werde weiterfahren, die Maschine läuft astrein, ohne Probleme. Ich habe jetzt aktuell nochmal den Kettensatz gewechselt, weil der war nach der Bosnien Rallye wirklich durch. Wie gesagt, sonst Maschine läuft ohne Probleme. Nächstes Review wird es wahrscheinlich erst wesentlich später geben, wenn ich deutlich mehr Kilometer habe. Weil, wie gesagt, 16.000 Kilometer ist jetzt auch noch keine Wahnsinnsmeisterleistung, das zu schaffen. Ich sag mal, alles, weiß ich nicht, was unter 50.000 ist jetzt eigentlich wenig erwähnenswert. Ich muss mal schauen, ob ich euch irgendwann noch mal ein Update gebe, was so den Langzeittest anbetrifft von der Maschine. Ansonsten wird es natürlich wieder ein Mitas-Video geben, wenn der Reifen soweit performt hat und wenn ich den runtergefahren habe. Dann wird es auf jeden Fall nochmal ein Mitas-Video geben. Und bis dahin sage ich, wir sehen uns bald.